Hallo, heute schauen wir uns an, was heißt Anreizsysteme. Aber was sind Anreizsysteme? Wir alle kennen Geld. Man zahlt etwas und bekommt etwas dafür. Aber oft ist Geld nicht der ausschlaggebende Faktor, warum man mit jemandem zusammenarbeitet, warum man investiert oder warum man in ein Unternehmen arbeitet. Es geht um mehr als reines Geld. Es geht um den Purpose, es geht um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Das heißt, im Kern ist die Aufgabe eines Geschäftsführers nicht nur alleine Geld zu managen, sondern die richtigen Anreizsysteme zu schaffen, mit denen man mit Kunden, Lieferanten und Partnern zusammenarbeitet. Schauen wir uns das zum Beispiel im Crowdfunding an. Im Crowdfunding ist es so, dass man nicht einfach Geld gibt, weil man jetzt sagt, man kriegt ein Produkt billiger, sondern es geht oft darum, ich möchte der Erste sein, ich möchte meiner Community zeigen, dass ich jemand bin, der mit innovativen Produkten verbunden wird. Das heißt, im Kern ist die Aufgabe des Geschäftsführers, die Anreizsysteme im Unternehmen zu entwickeln und mit den Anreizsystemen außerhalb zusammenarbeiten. Manche würden auch sagen, die Kernaufgabe eines Geschäftsführers ist es, die richtigen Anreizsysteme zu entwickeln und miteinander zu verbinden. Und gerade wenn man ein Produkt oder ein neues Unternehmen aufbaut, dann kann man nicht immer gleich alles zahlen oder gleich in monetären Werten ausdrücken. Es geht darum, mit Leuten zusammenzuarbeiten und zu schauen, was sind denn die tatsächlichen tiefen Interessen, warum man mit einem Unternehmen, mit einem Produkt, mit einer neuen Marke zusammenarbeiten will. Schauen wir uns das Ganze auf Mitarbeiterebene an. Auf Mitarbeiter ist natürlich ein wesentlicher Faktor, was bekomme ich am Ende für Geld gezahlt. Aber es geht auch darum, was macht denn das Unternehmen? Ist das Unternehmen nachhaltig aufgestellt? Welche anderen Mitarbeiter arbeiten in dem Unternehmen? Das heißt, hier gibt es sehr viele Märkte, warum man mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, warum man Mitarbeiter in einem Unternehmen bekommt. Das Wichtige, was man auch hier bedenken muss, ist, wenn sich das Unternehmen weiterentwickelt und das Unternehmen verändert, das heißt jetzt von einem fokussiert auf Gruppe Nachhaltigkeit plötzlich in die Skalierung hineingeht oder in eine Optimierung hineingeht, dass dann vielleicht die Mitarbeiter weggehen, weil sie sich nicht mehr mit dem verbinden können, was am Anfang versprochen wurde. Das ist nicht schlecht oder es ist nicht gut. Das heißt einfach, man ist in einer Veränderung und muss diese Veränderung aktiv managen. Das heißt am Ende wieder die richtigen Anreizsysteme schaffen, um das aufzubauen. Was sind die Anreizsysteme? Das ist monetär, ganz klar, aber es gibt den Purpose, es gibt die Solidarität und es gibt viele mehr Anreize, die man entsprechend in dem Unternehmen schaffen kann. Schauen wir uns einen zweiten Faktor an. Investieren in ein Unternehmen. Investoren, sind es Investoren, die kleine Beträge zahlen oder Investoren, die große Beträge zahlen, investieren nicht nur deswegen, weil sie jetzt damit viel Geld verdienen können, sondern es gibt viele unterschiedliche Gründe. Es gibt Investoren, die gehen strategisch hinein, weil sie sagen, okay, ich glaube, dass das mit meiner persönlichen Entwicklung gut verbunden werden kann. Es gibt Investoren, die sagen, okay, ich möchte Zugang zu einem neuen Markt, ich möchte eine neue Marketingstrategie verstehen. Das heißt, es gibt hier auch wesentlich mehr Gründe, warum ich in ein Unternehmen investiere oder mit einem Unternehmen zusammenarbeite. Das Wichtige ist wieder, A, zu verstehen, wer sind denn meine Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, was haben die für Interessen und wie kann ich diese Interessen gut miteinander verbinden. Um das Ganze besser verständlich zu machen, habe ich für mich ein Modell entwickelt, das ich Organic Finance nenne. Organic Finance macht nichts anderes, als die unterschiedlichen Anreizsysteme mit den möglichen alternativen Finanzierungen zu verbinden auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit den bestehenden bekannten Finanzierungsmöglichkeiten wie Business Angel, Venture Capital, Banken, Finanzmarkt. Und entlang der Kette nämlich A, wie bearbeite ich mit Kunden, Partnern und Lieferanten zusammen und auf der B, wo brauche ich Geld für die Skalierung oder für die Entwicklung, kann ich damit auf Basis der Finanzierung die richtigen Anreize schaffen und damit das Geld ins Unternehmen hineinholen. Aber schauen wir uns nochmal an, wie schafft man denn überhaupt eine Verbindung mit dem Unternehmen? Möchte man eine Interaktion mit dem Unternehmen schaffen, hat Daniel Pink eine sehr gute Anleitung in seinem Buch gegeben, das er Drive nennt. Er spricht hier von Autonomie, Hochleistung und vom Zweck. Das heißt, sehr stark verbunden mit dem Unternehmen, und wir werden in vielen Videos noch darauf zurückkommen, ist das Thema Purpose, warum mache ich etwas? Aber das alleine reicht nicht aus. Es geht darum, auch autonom etwas machen zu können, entlang dieses Purposes auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Möglichkeit zu haben, auch mitentscheiden zu können. So, im Kommentar bin ich wieder gespannt, was eure Erfahrung ist zum Thema Anreizsysteme. Warum investiert ihr in Unternehmen? Habt ihr Crowdfunding schon gemacht? Crowdinvesting? Warum arbeitet ihr für Unternehmen? Bitte eure Kommentare zum Video und natürlich, wer mehr wissen will, in unserem Buch Organic Venture Building und viel Spaß beim Zuschauen. Und damit ein großes Tschakka!